So, guten Morgen. Ich bin jetzt hier in Immerath im Rheinischen Braunkohlerevier. Ich hatte ja versprochen, ich melde mich wieder aus den Dörfern, die für den Tagebau abgerissen werden, sobald es hier etwas Neues gibt. Das ist jetzt der Fall. Die Immerather Mühle ist weg. Ich zeige euch erstmal ein paar Bilder, wie die Immerather Mühle ausgesehen hat. Jetzt im Oktober sieht es hier so aus. Es ist nichts mehr davon übrig. Das Wahrzeichen des Widerstands gegen den Braunkohletagebau ist abgerissen worden. Es ist ein bisschen umstritten, ob sie überhaupt abgerissen werden musste, weil jetzt hier, wo wir stehen, kommt der Tagebau überhaupt nicht hin. Das heißt, hier kommt kein Loch hin. Angeblich braucht man diese Stelle hier zur Stabilisierung, damit der Rand des Tagebaus nicht abrutschen wird. Die Mühle war ein sogenannter Durchfahrtholländer. Gebaut wurde sie 1780, bis 1930 war sie in Betrieb. Und natürlich hatte sie unter Denkmalschutz gestanden. Aber es haben schon etliche Bauten hier im Tagebaugebiet und sind trotzdem abgerissen worden. Zum Beispiel der Immerather Dom und das Schloss Hausparland. Die Mühle war aus Ziegelsteinen gebaut und diese Steinfetzchen hier, das ist der Rest, was davon übrig ist. Die Spannweite der Flügel war mal 23 Meter. Und natürlich haben etliche Initiativen und auch Parteien darum gekämpft, dass die Immerather Mühle stehen bleiben kann oder dass sie versetzt wird. Das hier könnte der Blitzableiter sein. Aber man geht einfach hin, tut über 30 Jahre lang nichts mehr an dem Bauwerk und dann vermodert es natürlich und geht kaputt. Und dann ist es ein leichtes, den Denkmalschutz aufzuheben und zu sagen, das kann abgerissen werden. Es muss fort, heißt es hier, ne? Dabei ist die Immerather Mühle wirklich mal ein optisches Schmuckstück gewesen. Das hier ist ein Bild, dürfte aus den 60er oder 70er Jahren stammen. An der Mühle hatte Immerath auch mal einen eigenen Bahnhof gehabt und hier gab es eine Ausflugsgaststätte. Das ist also wirklich mal ein Ausflugsziel hier gewesen, die Immerather Mühle. Das ist ein Bild aus den 50er Jahren. Das hier könnte noch der Rest des alten Bahnsteigs sein. Das hier sind die Gebäude, wo früher der Bahnhof und die Gaststätte waren. Die stehen schon seit langem leer und werden wohl auch demnächst abgerissen. Der Abriss der Mühle am Donnerstag, der erfolgte übrigens, ohne dass jemandem Bescheid gesagt wurde, obwohl so Initiativen und ehemalige Einwohner darum gebeten hatte, weil man wollte doch Abschied nehmen von der Mühle. Aber wegen der Ereignisse im Hambacher Forst hat man wohl davon Abstand genommen. Man hatte Angst, dass hier Demonstrationen gibt oder etwas besetzt wird. Man hat es also eigentlich heimlich still und leise gemacht, nur dank der Aufmerksamkeit durch die sozialen Medien kam das raus, dass hier abgerissen wurde und dadurch konnten sich hier wenigstens noch einige Leute einfinden. Man hätte doch die Leute hier gebührend Abschied nehmen lassen können von ihrem Wahrzeichen und von so einem bekannten Bauwerk. Das war's dann für heute aus Immerath. In diesem Sinn, tschüss.